Oh, so much. Except for Donald Trump's a piece of shit. Peace out, love you! Never saw him, never heard of him, and don't want to hear of him. But I have no idea. They put a comedian in, which everybody does. You throw comedians in. You don't vet them and go crazy. It's nobody's fault. But somebody said some bad things. Now, what they've done is taken somebody that has nothing to do with the party, has nothing to do with us, said something, and they try and make a big deal. But I don't know who it is. I don't even know who put him in. Das ist einfach passiert. Jack Black, Schauspieler, Komiker und unerwarteter politischer Brandstifter, just unleashed über Melania und Donald Trump vor Millionen von Zuschauern. War das ein Witz, der zu weit gegangen ist? Oder ein Moment brutaler Ehrlichkeit, für den die Welt nicht bereit war? Trump, wütend, wahrscheinlich wütend, googelt Tenacious D und wirft Ketchup auf den Fernseher. Was hat Jack also gesagt? Was Trump zum vollen Cheeto-Tsunami veranlasst hat? Bleiben Sie dabei, denn das ist nicht nur ein Takedown. Es ist ein musikalisches, chaotisches, magasinistisches Meisterwerk. Would you please welcome Jack Black? Welcome back. I want to know, are you actually here to promote your movie, or like everyone else on a plane out of America at the moment, are you just trying to escape Donald Trump? I'm here to promote Kung Fu Panda. I'm not scared of Trump. I'm a little freaked out by the people that are attracted to his rallies. I'm scared of his people, but I'm not scared of him. He's a pussycat. Bevor wir eintauchen, kommentieren Sie 1, wenn Sie das kommen sahen. Oder 0, wenn es Sie völlig überrascht hat. Klicken Sie wie immer auf den Gefällt mir-Button und abonnieren Sie. Denn Sie wissen, dass Sie dieses nicht verpassen möchten. Mit wildem Haar, flammenden Augen und einer Intensität, die irgendwo zwischen einer von Red Bull angetriebenen Rockoper und Shakespeare-Chaos liegt, greift Jack Black zum Mikrofon und liefert eine Zeile ab, die so ungeheuerlich und völlig übertrieben ist, dass die Menge nicht sicher ist, ob sie lachen oder in Deckung gehen soll. Mit der Geschicklichkeit eines Comic-Ninjas in Cargohosen zerlegt er einen Moment lang gekonnt Donald Trumps Ego, während er sich über die Popkultur lustig macht. A few days ago, my manager called me and said George Clooney and Julia Roberts wanted me to help out the president and speak here tonight, and I said, I am in. When and where? Trump wird häufig verspottet. Aber wenn Jack Black es tut, bricht Trump zusammen und das Internet wird zum Tenacious D. Es handelte sich um einen dramatischen Angriff, verpackt in rockiger Lächerlichkeit. Nicht um eine träge Bemerkung oder nebulöse politische Beleidigung. Jack Black verwandelte seine Kritik an Trump in eine One-Man-Show. Vollkommener Spott. Die Art von ausdrucksstarker Unordnung, übertriebener Prahlerei und gespielter Größe, die Trump weniger wie einen Präsidenten, sondern eher wie einen fetten Cartoon-Bösewicht in einem gefälschten Avengers-Film erscheinen ließen. Make a wish! Don't miss Trump next time. Was ist das Beste daran? Es landete, denn es bleibt hängen. Wenn Jack Black sich über dich lustig macht, es ist unweigerlich unwiderstehlich, ansteckend und memewürdig. Bei dem Anlass, bei dem alles stattfand, war nichts besonders Politisches zu erwarten. Es war ein typischer Auftritt, einer dieser glitzernden Abende, an denen Fans und Prominente zusammenkommen, um zu jubeln, zu lächeln und Kontroversen wie die Pest zu vermeiden. I think it's at all possible that your balls to the wall, I'm the best, and everything I do is amazing shtick may have influenced our current president. Is that possible? Yes. In fact, I feel like Donald Trump saw a Tenacious D concert. Because it's like, that's our whole thing, is just like, we are the greatest band in the world, no one can touch us, we are the best. And he just saw us and said, I'm gonna use that technique. I'm the greatest president, I got all the greatest people, all the best, this. And then he used it and became president. And now, when we go out and perform Tenacious D, I always have like a little twinge of guilt, because it's like this evil warlock stole our magic, but just took out all of the irony. It's like, no, I'm serious, I really am the greatest. And it worked, and now he's destroying the universe. Wie es für Jack Black typisch ist, war er da, um zu präsentieren. Vielleicht ein paar verrückte Töne zu singen oder über Burritos oder Geistertiere zu singen. Da Jack Black die liebenswerte menschliche Explosion sein sollte, die uns School of Rock bescherte. Und nicht die Person,
die frühere Präsidenten verbal bombardiert. War er nicht für den Kampf gerüstet, sondern eher für Störungen. Und niemand sah, was kommen würde. I said, I know I turned them down, but my president needs me. Er ist kein nächtlicher politischer Killer. Er ist Poe aus Kung Fu Panda. Anstatt Maga-Mythen unter einem Kronleuchter vor reichen Geldgebern und verwirrten Schauspielern zu verbrennen, ist er für seine Luftgitarrensolos, hohen Tritte und physikalischen Gesichtsausdrücke bekannt. Man konnte das kollektive Warte, spüren, Reaction, als er während seiner Rede abrupt seinen Kurs änderte und sich von den Bezirksgeplänkeln abwandte und sich direkt auf Trump verärgertes Terrain begab. Auf der anderen Seite des Ballsaals, anstatt sich darauf einzulassen, verfiel er in einen satirischen Zusammenbruch und drückte das Gaspedal durch. Dann schlägt er Trumps Ego mit der urkomischen Eleganz eines Shakespeare-Metalheads durch die Bühne. Und dann macht er Witze über rote Teppiche und Käseplatten. Diese Art von Dreh- und Angelpunkt hätte nicht funktionieren sollen. Aber es funktionierte, weil Jack Black sowohl ein Performer als auch ein Redner ist. Und es war sofort klar, dass dies eher ein Hinterhalt als ein Exkurs war, als er seinen Ton, seine Lächerlichkeit und seine Bühnenpräsenz auf Trump richtete. Unbeholfen, laut und doch absolut präzise. Die schiere Kühnheit machte es noch unglaublicher. Dieser Mann ist eher für seine Duette mit Sasquatch bekannt, als dafür, dass er auf die Korruption in der amerikanischen Politik hingewiesen hat. And to tenacious, deranged, the has-been past their use-by-date band who have cancelled the rest of their Australian tour because of their on-stage Trump meltdown. Happy birthday to you. Make a wish, Canada. Don't miss Trump next time. Doch gerade die Tatsache, dass es von der unerwartetsten Person kam, machte es so hart. Kein Late-Night-Moderator, der einen Teleprompter nutzt, um Monolog-Gags zu verabreichen. Kein Politiker oder Experte. Jack Black war der Richtige, unzensiert, hemmungslos und scheinbar fertig. So zu tun, als wäre es angemessen, auf der eigenen Spur zu bleiben, während die Demokratie in Flammen steht. Und die Regeln wurden sofort in diesem Raum gebrochen. Die Unterscheidung zwischen Kommentar und Humor verschwand. Jack machte sich nicht nur über Trump lustig, sondern widerlegte auch den Mythos, dass unpolitische Prominente sich nicht über ihn lustig machen könnten. Warum nicht ich? Schrie er, als er die Tür auftrat. Denn das Ego ist hilflos, wenn Chaos und Ego aufeinanderprallen. Und das Chaos ist mit einem Mikrofon, einer Bühne und der gesamten Persönlichkeit von Jack Black ausgestattet. Danach ging Jack Black dorthin. Er stürzte sich darauf, nicht höflich, mit der Kraft einer Rockoper, die sich aus Chaos, Espresso und einem Leben lang unterdrückter Ungläubigkeit speist. Irgendwann erhob sich seine Stimme wie eine wahnsinnige Broadway-Hauptdarstellerin und ging ganz in Tenacious D über. Dann knurrte er in einer Hetzrede, die an Les Miserables in einem Moshpit erinnerte. Wie eine politische Todesfee und zerstörte Donald Trumps ganzes Leben. Be scared of him if he was president, though, Jack. Yeah. Well, you know, you'd be scared if there was a child at the controls of a huge jumbo jet. Kind of like that. It's irresponsible. All right, let's talk about why. Er kritisierte Trump nicht nur, sondern brachte ihn auch mit seinen vergoldeten Toiletten, beleidigenden Tweets und unerfüllten Wahlversprechen in Brand. Seien wir ehrlich, Jack hat damit angefangen, da das Ego die Größe eines Nationaldenkmals hat. Er ahmte Trumps berüchtigtes Selbstlob nach, indem er sich mitten in seiner Rede mit fiktiven Trophäen beschenkte und sich selbst als den attraktivsten Präsidenten aller Zeiten bezeichnete. Dann hielt er inne, legte die Hand auf die Brust und sagte, niemand, jemals. Der Ton eines wütenden Trump-Fans, der auf Facebook postete, wurde für einen Moment durch das laute Lachen des Publikums gedämpft. Jack blieb jedoch nicht beim Offensichtlichen stehen. Stattdessen ging er darüber hinaus und machte sich über Trumps Fixierung auf Berühmtheiten lustig. Als wäre es eine Krankheit, die eine Allergie gegen die Wahrheit auslöste. Mit einem dramatischen Solo, das an das Phantom der Oper erinnert. Komplett mit Handgesten, vorgetäuschten Tränen und einem Scheinwerferlicht, das möglicherweise sofort angefordert wurde oder auch nicht, parodierte er die Idee, ich allein kann es schaffen. Indem er Vergleiche zwischen Maga-Rallies und Low-Budget-Produktionen in Vegas anstellte,
bei denen Pailletten erforderlich sind, die Realität jedoch optional ist, ging er auf die kultähnliche Fangemeinde ein. Possible that your balls to the wall, I'm the best and everything I do is amazing shtick may have influenced our current president. Is that possible? Yes. In fact, I feel like Donald Trump saw a Tenacious D concert. Because it's like, that's our whole thing, is just like, we are the greatest band in the world, no one can touch us, we are the best. And he just saw us and said, I'm gonna use that technique. Irgendwie war in der Lächerlichkeit auch echte Kritik enthalten. Jack fügte Wahrheitsbomben über das schlechte Krisenmanagement, den als Patriotismus getarnten Diebstahl und den tiefen und verantwortungslosen Narzissmus ein, der sich unter jedem Witz als Stärke tarnte. Statistiken wurden von ihm nicht gelöscht. Politische Veröffentlichungen wurden von ihm nicht zitiert, indem er die Realität gerade so weit verzerrte, dass das Publikum zum Lachen kam, verwandelte er politische Misserfolge in komödiantische Sketche, bevor ihnen klar wurde, wie erschreckend genau alles war. Jack war nicht nur ein Entertainer, daher war sein Ton herrlich unbeholfen und wahrer Jack Black mit Vollgas. Er zog den Vorhang vor dem Schausteller zurück und offenbarte sich. Mit der schadenfrohen Freude eines Mannes, der wusste, dass dieser Braten nicht einfach überfällig war, enthüllte der Präsident die fehlerhafte Maschinerie, die sich unter dem Lärm verbarg. Es war wichtig. Darüber hinaus ist Trump wahrscheinlich wütend darüber, dass Jack nicht auf Nummer sicher gegangen ist. Er spielte es auf dramatische, laute und brutal ehrliche Weise. Die Politik war nicht so normal. Es war Kampfaxt-Performance-Kunst. And then they hit me with the big one. They said, Jack, you can't go. You have nothing to wear. Your good suit is in the cleaners. Well, were they wrong? Because I had this to wear. My kick-ass American flag overalls. Most patriotic outfit of all times. That shut them up. There wasn't much they could say after that. And when the president wins in November... Yeah! Jack Black, der in der einen Hand ein Mikrofon und in der anderen Trumps Ego hielt, wurde in diesem Moment zum unwahrscheinlichsten Wahrheitserzähler im Raum. In dem Moment, als Jack Blacks Auftritt ins Internet hochgeladen wurde, war es, als hätte jemand einen Flammenwerfer benutzt, um eine riesige Zündschnur anzuzünden. Innerhalb weniger Stunden schaffte es Trumps Crew, schneller aufzustehen als ein Mar-a-Lago Brunch-Buffet. Als Truth Social mit einem Beitrag für Aufsehen sorgte, der schien, als sei er mitten in einem Wutanfall verfasst worden. Komplett mit inkonsistenter Groß- und Kleinschreibung, Rechtschreibfehlern und einem Ton. Der schrie, wie kann ein Rockclown es wagen, mich auf der Bühne zu verspotten? Es war die typische Mischung aus Ego-Verleugnung und Projektion, gepaart mit einer Prise liberalem Denken aus Hollywood für den Geschmack. Es lässt sich jedoch feststellen, dass dieser anders getroffen hat. Die dünne Haut von Donald Trump ist ausführlich dokumentiert, auch wenn er es gewohnt ist. Dass Komödianten in der späten Nacht Schläge einstecken, kann er der Kritik des Gesetzgebers standhalten. Das Individuum strahlt Charme und Chaos aus, bis es ins Schwitzen kommt. Aber was Trump wirklich in die Knie zwang, war die Art und Weise, wie Jack es tat. Als er seine Kritik äußerte, tat er dies nicht in der Art eines politischen Kommentators, der Punkte sammeln wollte. Es war, als wäre er ein menschlicher Wirbelwind im Smoking, ausgestattet mit Unverschämtheit und Glück. Our American right to vote and to try to generate some excitement in the youth. But really rock and roll now, it's more about our generation and exciting that base. But it was also like, I was sick of seeing Republicans seize the rock and roll mantle. Like all of a sudden it's part of their branding, like, the electric guitar and Kid Rock. And it's like, I remember a time when rock and roll was almost exclusively Democratic. You know what I mean? Dies ist die Art von Spott, den Trump nicht abwehren kann, weil er nicht streng genug ist, um ihn zu widerlegen, ohne albern zu wirken, aber auch nicht leicht genug, um ihn zu ignorieren. Inmitten der Landminen tanzte Jack durch sie hindurch und ließ dann einen Flügel auf Trumps Ego fallen. Die Unsicherheit war ziemlich gefährlich. Die Kontrolle über die Erzählung, die Schlagzeilen und die Atmosphäre im Raum zu haben, ist etwas, das Trump gerne macht. Trotzdem. Jack? Der Joker war Jack. Ein theatralischer Rambock in dehnbaren Hosen. Er war ein Joker. Übertreibung, Tapferkeit und Leistung waren einige der Methoden.
die er gegen Trump einsetzte und die er wie komödiantisches Jiu-Jitsu einsetzte, um die Kontrolle über die Situation zu erlangen. Plötzlich war Trump nicht mehr die Hauptfigur. Vielmehr wurde er zum Mittelpunkt des Witzes. Das hat ihn völlig erschüttert. Man konnte es spüren, den unverkennbaren Schmerz, auf eine Art und Weise zum Clown gemacht zu werden, die hängen bleibt, jenseits der Schimpftiraden, der niemanden interessiert, der Tapferkeit, die ihr denkt, und der üblichen schlechten Einschaltquoten. Man konnte es fühlen, hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass dies kein listiger Tweet oder eine böse Bemerkung auf CNN war. Wenn man gerade vor Millionen von Menschen von Kung Fu Panda verprügelt wurde, ist es schwierig, wie ein mächtiger Mann zu wirken. Einige seiner Unterstützer schrien vielleicht Beleidigungen und rannten los, um ihr orangefarbenes Idol zu beschützen. Aber tief in ihrem Inneren mussten selbst sie erkennen, dass es schwierig ist, wie ein starker Kerl auszusehen. Kein Wunder, dass der Wutausbruch so schnell und laut kam. Remember when the left thought Jack Black was just the funny guy, the cool dude? I mean, he was, after all, the Democrats' pick for Biden 2024. And then they hit me with the big one. They said, Jack, you can't go, you have nothing to wear. Angesichts der Tatsache, dass es nicht nur urkomisch, sondern auch unvergesslich ist, wenn Jack Black sich über einen lustig macht. Und das ist das Einzige, was Trump nicht tolerieren kann, nämlich ausgelacht zu werden, ohne Einfluss auf den Witz zu haben, der gegen ihn gerichtet ist. Was diesen Moment noch schockierender machte als ein fliegendes Gitarrensolo, war die Tatsache, dass alles, was passierte, völlig unvorhergesehen war. Es gibt keinen Politiker, keinen politischen Analysten oder gar einen Late-Night-Moderator, der eine Karte voller Witze über Donald Trump hat. Jack Black ist nichts davon. Er schreit nicht nur im Falsett, wirft Stühle um und singt Sasquatch ein Liebeslied, sondern ist auch der Rock-Clown an der Spitze der Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist ein charmanter Chaoszauberer. Dies ist die Person, die die Initiative ergriffen hat, aufzustehen, das Mikrofon zu ergreifen und öffentlich einen früheren Präsidenten zu verunglimpfen, als wäre es nur ein weiterer Dienstag. Der Grund dafür ist, dass es wie eine Tonne Ziegelsteine aufschlug. Es handelte sich weder um eine vorher bestimmte Empörung, noch wurde sie im Rahmen einer Podiumsdiskussion über den Verfall der Demokratie geführt. Es hatte ein natürliches und authentisches Gefühl. Es ging um die Art von Moment, in dem sich Spott in Katharsis verwandelt. Lachen hingegen ist nicht nur ein Reflex, sondern vielmehr eine Art Befreiung. I just want to see the footage of Trump at a Tenacious D concert in 1998 going like, yeah, okay. Like, just seeing his head in the crowd. Stranger things have happened. Yeah. Between you people, don't talk to me that way. You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. Obwohl er ein großes Ego hat, ist Trump es gewohnt, Kritik zu erhalten. Aber er ist es gewohnt, dass Kritik erwartet wird. Es kommt von Politikern, aus Fernsehnachrichten und von Redaktionsseiten, mit denen er nicht Schritt hält. Woran ist er nicht gewöhnt? Die Person, die Nacho Libre porträtierte, wird gerade geröstet. So eine Verbrennung habe ich noch nie erlebt. Dadurch, dass Jack nicht nur auf die Unzulänglichkeiten von Trump hingewiesen hat, hat er dessen gesamtes Konzept beleidigt. Das ist der Personenkult. Ein enormes Verlangen nach Anerkennung und Zustimmung. Derjenige, der im Namen seines Egos alles brandmarkte, von Gebäuden über Pfähle bis hin zu einer Universität, die sich als erfolglos herausstellte. Der Funhouse-Spiegel wurde von Jack hochgehoben, der dann hinzufügte einem Schau. Das bist tatsächlich du. Welcher Teil ist am schrecklichsten? Es war nicht so verzerrt. Dies liegt vor allem daran, dass Satire, wenn sie richtig umgesetzt wird, die Wahrheit transparenter ans Licht bringt, als es jeder Meinungsartikel jemals könnte. Jack Black schaffte es nicht nur, Trump weniger wie ein politisches Kraftpaket, als vielmehr wie eine schlecht geschriebene Figur in einem Realfilm-Cartoon erscheinen zu lassen, sondern er schaffte es auch, Trump stattdessen wie einen Clown aussehen zu lassen. Hinter dem Lachen der Menge steckte mehr als nur Jacks komödiantisches Talent. Die Tatsache, dass es wahr war, brachte sie zum Kichern. Eines noch. Jack, wir haben hier die Bilder von dir mit deinem roten Hut. Ich sehe deine Joe-Tasse. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre er gegangen. Aber es heißt, Amerika wieder in Rage zu bringen. Ja. Sie gehen hier so direkt mit ihrer Politik um. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Fans bewegen wollen? Offensichtlich haben Sie in so vielen großen Filmen mitgewirkt. Wir haben erwähnt,
dass einige ihrer Fans möglicherweise eine andere Einstellung haben. Du willst sie bewegen oder du bist deine eigene Person. Das ist ihnen egal, denn einige Künstler haben Angst, so etwas politisch zu machen. Dies ist eine Zeit in der Geschichte, in der jeder rausgehen und seine Flagge für das hissen muss, woran er glaubt. Denn wenn die Dinge schiefgehen, möchten sie es ihren Kindern, ihren Freunden und zukünftigen Generationen sagen können. Hier stand ich und versuchte es. Ich habe mein Bestes getan, um meiner Stimme Gehör zu verschaffen. Also, ja, wenn es daran liegt, dass jemand endlich den Nebel durchbrochen hat und auf die lächerlichste und dramatischste Art und Weise laut geschrien hat, was so viele Leute dachten, dann ist dieser Typ eine Komödie. Aber es ist nicht die Art von Witz, die mit einem Lachton endet. Deshalb war es erfolgreich. In einer Welt, in der Spin, Gaslighting und PR-Akrobatik an der Tagesordnung sind, wirkte Jack Blacks Lächerlichkeit echter als die meisten Schlagzeilen. Aus diesem Grund ist es intakt geblieben. Und wenn die Wahrheit wie eine Rockballade eintrifft, hören die Leute nicht einfach zu. Sie ergreifen Maßnahmen. Sie erhöhen die Lautstärke auf ein höheres Niveau. Dann entstand das Internet. Innerhalb weniger Minuten ging das Video, in dem Jack Black Donald Trump zerstört, in den sozialen Medien viral und erweckte den Eindruck, dass es sich um einen politischen Asteroiden handelte, der in Meanville gelandet war. Der Auftritt von Jack war so beliebt, dass er Twitter in einen digitalen Moshpit verwandelte, in dem Mitglieder der Generation Z und Millennials fast crowdsurfen. Einfach gesagt, es war nicht lustig. Es war eine therapeutische Erfahrung. Das Internet kicherte jedoch nicht nur. Es war ein wunderbarer, feuerspeiender Braten, der Menschen in einer Zeit zusammenbrachte, in der Politiker vorsichtig vorgingen und Nachrichtenmoderatoren die Wahrheit in witzige Sprüche verwässerten, die eher konsumiert wurden. Die komödiantischen Darsteller waren diejenigen, die die Lücke geschlossen haben. Sie machen nicht nur Witze über etwas. Diese Personen werfen mitten im Zirkus Wahrheitsbomben ab. An Jack Black, er ist nicht einfach von Anfang an in den Kampf eingestiegen. Mit seinen Jazzhänden und einem Kampfschrei riss er die Tür auf und trat sie ein. Im Gegensatz zu den meisten Kritiken kam er nicht wie geübt rüber. Es schien, als wäre er fertig. Aufgrund der Tatsache, dass es Fälle gibt, in denen ein Politikanalyst oder eine Denkfabrik nicht erforderlich ist. Gelegentlich ist es notwendig, einen Rock-Gremlin zu haben, der schreit und ein erstaunliches komödiantisches Timing hat, um die Kakophonie zu durchbrechen und auszudrücken, was alle anderen zu höflich waren, um zu schreien. Deshalb war es bedeutsam. Es war ein heftiger Schlag. Es blieb an Ort und Stelle. Das Ereignis löste bei vielen ein Lachen und Nachdenken aus. Seien wir mal ehrlich, welche Supermächte ist die ungewöhnlichste von allen? Jack Black hat Trump nicht nur bloßgestellt, sondern er hat es auch getan. Mit einem Stromkabel zerstörte er sein Ego und verließ dann die Bühne, während er immer noch sein Mikrofon rauchte.